weißt, dass ein Herzensthema von dir auch Kleidung ist für Neurodermitis-Betroffene. Ja, Was würdest du denn da raten? Worauf sollte man denn bei Kleidung achten? ja. Also bei Kleidung gibt es verschiedene Punkte einfach. Erstmal natürlich muss sie angenehm sich anfühlen, also haptisch. Ich muss die auf der Haut mögen. Aber es ist eben so, dass ich würde zum Beispiel am liebsten immer Baumwolle tragen. Das Problem ist bei unserer Kleidung, dass die ja in dem Sinne nicht gekennzeichnet ist, was im Herstellungsprozess für Stoffe eingesetzt werden. Das heißt, auf dem Etikett steht nur noch, welche Fasern eingesetzt werden und zu welchen Anteilen oder eingesetzt wurden. Aber es steht eben nicht drauf, wie die Kleidung behandelt wurde. Und gerade für Menschen, die zum Beispiel Kontaktallergien haben oder sensible Haut, für die ist es halt auch wichtig zu wissen, welche Chemikalien im Zweifelsfall da drin sind. Wenn die im Prozess zum Teil rausgewaschen werden, Teile sind eben möglicherweise noch dabei. Und das ist oft was man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Wir haben unsere Kleidung jeden Tag an, wir lassen die ganz nah an uns ran. Die geht natürlich auch über Schweiß und über Reibung in den Körper rein, diese Substanzen. Und oft hat man man kommt nicht darauf, dass ein T-Shirt für einen Schub verantwortlich sein kann oder für auch asthmatische Anfälle, was ja auch öfter vorhanden ist bei Menschen mit Neurodermitis. Und deshalb ist mein Hinweis, wirklich da aufmerksam zu sein. Ich sage auch zum Beispiel immer, wenn du in einen Laden reingehst, lass erstmal so deine Sinne schweifen, also vor allem auch die Nase, den Geruch. Wenn das da so wie eine Chemiefabrik riecht, möchtest du da wirklich was kaufen? Möchtest du das auf deiner Haut tragen? Und es ist mir ein großes Anliegen, da mehr Bewusstsein zu verbreiten. Und ich tendenziell dazu raten würde, dass man auf Biokleidung zurückgeht, zugreift, weil dort halt im Prozess schon keine oder nur ganz wenig Chemikalien eingesetzt werden. Und gerade auch Farbstoffe sind häufige Allergieauslöser. Das muss man halt wissen. Und das nächste, was natürlich für Menschen mit einer sensiblen Haut, glaube ich, Standard ist, trotzdem sage ich es immer noch mal, die Sachen alle erst einmal waschen, bevor man sie anzieht. Und natürlich auch zu schauen, mit welchem Waschmittel wasche ich, weil auch davon natürlich Reste in der Kleidung und nachher auf dem Körper landen. Ja, das ist so mein Lieblingsthema, muss ich sagen, abgesehen vom Totenmeer. Absolut. Ja, man merkt, ich meine, das ist auch extrem viel Ahnung. Aber um es kurz abzufassen, du hast gesagt, also wichtig ist, es muss angenehm auf der Haut sein. Wichtig ist, Baumwolle hilft, das ist meistens gut. Auch wichtig, nicht zu viele Chemikalien drin. Und nur um da so ein bisschen vorzubeugen, auf jeden Fall einmal waschen, bevor man es trägt. Okay. Und auch ganz gut darauf aufpassen, welches Waschmittel verwende ich. Jetzt nicht irgendwelche mit vielen Chemikalien, sondern möglichst irgendwelche leichten, sensitiven, wahrscheinlich Bio-Waschmittel. Ja, oder eben Waschkugeln, wo gar keine Chemikalien dann reinkommen in die Kleidung oder in der Waschmaschine. Und was ich vergessen habe noch, auch wenn es sich schön anfühlt, wenn da zum Beispiel Angora-Wolle mit drin ist und man ist allergisch auf Kaninchen oder auf Tierhaare, dann ist das auch nicht das Maß der Dinge. Also ich zum Beispiel kann überhaupt keine Tierhaare auf meiner Haut tragen, obwohl die manchmal weich sind, die Sachen. Also auch da groß aufpassen. Auch Schurwolle ist ganz offen drin und für Allergiker ist das meist nicht geeignet. Also das Etikett muss man in jedem Fall gut lesen, welche Fasern wirklich verwendet werden, die auch nur kleine Anteile manchmal haben und trotzdem eine Allergie auslösen können. Selbst 5 oder 10% können wirklich beim Allergiker eine Reaktion verursachen. Das ist spannend. Nein, das ist eine gute Information. Auch da wieder, auch selbst für mich, ich kenne Neurodermitis auch ganz gut, neue Sachen dabei, die ich vorher noch nicht kannte. Deswegen, glaube ich, ein extrem spannendes Thema, die ganze Kleidungssache. Gut, das wären jetzt so ein bisschen, sage ich mal, die groben Themen, glaube ich, die wir besprechen wollten. Gibt es noch andere Sachen, die wir nicht besprochen haben? Irgendwelche Ratschläge, andere Erfahrungen, Tipps, die du mitgeben sollst? Da haben wir alles soweit Für mich ist vielleicht noch eins, was ich immer merke, was natürlich ist, sage ich mal. Also was ganz klar ist, wenn du Elternteil bist und du hast ein Kind, was sich kratzt und du leidest natürlich auch mit, aber trotzdem musst du versuchen, in deiner Kraft zu bleiben als Elternteil
und dem Kind nicht zusätzlichen Stress durch deine Sorgen zu verursachen. Ich weiß, dass das ganz, ganz große Herausforderung für viele Eltern ist. Trotzdem ist es mir ein großes Anliegen. Also auch Eltern sollten auf jeden Fall Entspannungstechniken kennen, für sich selber anwenden, vielleicht auch für das Kind, dem Alter entsprechend, und sich nicht von der Krankheit verrückt machen. Wirklich, das verursacht nur noch mehr Leid und vielleicht für das Kind sogar Schuldgefühle. Also wirklich da in der Kraft zu bleiben und auch wenn es schwerfällt, nicht vor dem Kind diese Verzweiflung zu zeigen. Ich weiß, dass es herausfordernd ist, aber das ist mir ein großes Anliegen, weil ich weiß, dass es für viele Eltern unheimlich herausfordernd ist, diese Erkrankung. Ja, also im Prinzip nicht nur, sag ich mal, Emotionsmanagement für den Betroffenen selbst oder für das Kind selber, sondern auch eigentlich für die Eltern, dass da eben genauso Emotionsmanagement passieren muss, damit jetzt irgendwelche Ängste, Stresse, Sorgen da nicht aufs Kind übertragen werden. Ja. Verstanden. Gut. Das waren jetzt ganz, ganz viele Tipps in ganz, ganz wenig Zeit. Sabine, auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank an dich für die ganzen Hinweise, für die ganzen Tipps. Gerne. Und dann liebe Grüße nach Teneriffa. Ja, vielen Dank. Danke dir.